Egal wie oft ihr schon Liebeskummer hattet, er ist und bleibt ein Arschloch. Tja, wer kennt den nicht? Wenn ihr Glück hattet, habt ihr den bis jetzt erst einmal kennengelernt. Die Pechnasen unter euch wohl schon öfter. Ihr wart fast ein halbes Jahr zusammen, habt euch euer Coming-out erzählt, Biografien ausgetauscht, Fotos und Tagebücher angeguckt, über Kinder und Katzen geredet. Ihr habt euch alle dramatischen Geschichten erzählt, ihr habt sogar die Eltern kennengelernt und ihr habt auch über Hunde gesprochen. Und dann das. Es ist vorbei. In der Außendarstellung ist es völlig egal, wer es entschieden hat oder ausgesprochen hat. Du warst eigentlich so glücklich wie nie zuvor und jetzt bricht für dich eine Welt zusammen. Und wie sich das gehört, ist dein Liebeskummer höchst dramatisch. Manchmal klingt dein Liebeskummer wie ein Dialog mit Gollum. Okay, es ist vorbei. Ich muss das akzeptieren. Es ist für immer Schluss. Du musst sie dir wiederholen, dein Schatz. Aber sie will mich nicht mehr. Sie hat Schluss gemacht. Doch, sie liebt dich noch und sie will mit dir zusammen sein. Sie liebt mich vielleicht doch noch? Du siehst sie überall. Im Café, am Kiosk, im Park. Und wenn du sie dann mal wirklich siehst, erkennst du sie nicht, weil du denkst, du hast sie eingebildet. Dein Liebeskummer hat seinen eigenen Soundtrack. Entweder mega dramatisch oder zerstörerisch. Dein Essverhalten ist wie dein Liebeskummer-Soundtrack. Entweder dramatisch oder zerstörerisch. Laut Doktorin Schnuppi gibt es 4 Phasen von Liebeskummer. Phase 1: Verdrängung, ignorieren, es nicht wahrhaben wollen. In Phase 1 ist alles noch ein großes Missverständnis, meist aber nur für eine der beteiligten Personen. Phase 2: Die Realität hat nun Zugang zum Bewusstsein gefunden. Hier lässt sich eine weitreichende Variation an Emotionen beobachten. Angst, Wut, Trauer, Schuld und Heißhunger. Phase 3: Die Neuorientierung. Die Idealisierung des früheren Bindungsobjektes, umgangssprachlich auch rosarote Brille genannt, lässt nun nach. Kommen wir nun zu Phase 4, die neue Ordnung. Dies bezeichnet den Abschluss der Trauerphase. Häufig lässt sich hier eine Öffnung gegenüber neuen Bindungsobjekten beobachten. Interessanterweise wird nun oft versucht, das früher libidinös besetzte Bindungsobjekt platonisch in das soziale Umfeld zu integrieren. Mit unterschiedlichem Erfolg. Liebeskummer. Also ich finde es immer so ein total furchtbares, lähmendes Gefühl. Also wenn ich wirklich schlimmen Liebeskummer habe, dann habe ich so das Gefühl, dass es mir so, also wenn es so ein Bild ist, so den Boden unter den Füßen wegreißt. Fühlt sich an, wie wenn dein Herz rausgerissen wird und irgendwo von Tausenden von LKWs überfahren wird und dein Bauch ist gefüllt mit schweren Steinen. Ein Gefühl, also ein körperliches Gefühl, finde ich, was ich sehr stark dann hier in meiner Brust spüre. Und natürlich auch ein Festhalten an etwas, was nicht mehr ist. Also das heißt auch eine Gedankenschleife. Auf jeden Fall tiefer Schmerz. Ich glaube, das kann man auch in unterschiedlichen Stärken erleben. Ich glaube, dass man da schon Phasen hat, in denen man sich wirklich so völlig leer fühlt einfach und ausgebrannt. Und auch nicht so wirklich weiß, wo man mit sich hin soll. Bin ich eher so, dass ich das für mich alleine habe und eher so zurückgezogen bin und da gar nicht so überhaupt in Aktion trete. Das sind eher Aktionen. Ich würde sagen, es waren so etwa 2 Monate. Habe dann gedacht, okay, ich muss dieses Gefühl irgendwie kompensieren und habe angefangen, dann wild Frauen zu treffen und habe dann tatsächlich einfach nur immer nacheinander mit denen geschlafen. Und das waren in 2 Monaten dann ziemlich viele Frauen. Und das war für die Frauen vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich habe immer offen mit den Karten gespielt, aber für mich im Nachhinein ziemlich traurig. Ich habe
bestimmt eine Woche jeden Tag unterschiedliche Sachen geschrieben oder Briefe formuliert oder irgendwie Sprüche aufgeschrieben, die mich und diese Person verbunden haben, und habe sie ihr halt zukommen lassen. Und ja, das war für mich so am schlimmsten, weil eben es letztendlich dann doch zu nichts geführt hat. Ich neige nicht zu krassen Aktionen, ehrlich gesagt, bei Liebeskummer, sondern ich gehe dann sehr in mich und werde still. Krasse Aktionen wäre sowas wie, ich laufe stundenlang durch den Regen oder gucke auf einen Fluss oder baue einen Altar, um Abschied zu nehmen von einem Gegenstand, der mich an diese Person erinnert. Das sind krasse Aktionen für mich. Ja, ich hatte mal irgendwie so die wilde Idee, bei einer anderen Freundin so eine Plakataktion zu starten, durch so eine Unterführung, wo sie jeden Tag durch musste, mit irgendeinem Songtext, der uns verbindet. Da habe ich viele Stunden drüber nachgedacht, sowas vielleicht zu machen. Würde ich sagen, das Gefühl zulassen. Abschied nehmen, rituell Abschied nehmen. Ich bin Heiligabend in die Sauna gegangen, saß da alleine und habe aber einfach sowohl diese Hitze als auch diesen Schmerz zugelassen, und das hat echt geholfen. Immer ganz viel auf sich achten einfach. Nicht über Grenzen gehen, auf gar keinen Fall. Was für mich zu tun. Abschied nehmen, rituell Abschied nehmen, also Sachen wegpacken, in eine Kiste packen. Die Sachen erstmal aussparen, die einen vielleicht verbinden. Liebevoll Abschied zu nehmen. Mich irgendwie zu verändern. Immer wieder darüber zu reden. Man hat so ein bisschen Mitleid mit den Leuten, die sich das Ganze 100-mal anhören müssen, aber es hilft. Hilfe von Freunden vielleicht annehmen. Sport zu machen. Und mal wieder rausgehen. Rauszugehen. Sich nicht im Bett verkriechen. Immer jemand Neues kennenlernen, das ist grundsätzlich die beste Strategie gegen Liebeskummer. Am besten irgendwie neue Bekanntschaften machen. Die Haare zu schneiden. Ja, neue Haare, neue Frisur ist immer gut. Ich denke so 20-30%. Vielleicht so auf 10 oder 20 höchstens raus. Vielleicht so mit 99,9. Ich würde sagen, mit der Hälfte. Bei mir waren das vielfach auch schon Leute, mit denen ich vorher befreundet war. Und mir ist es immer ganz wichtig, dann so Menschen, die ich einmal gut finde, die irgendwie noch in meinem Leben zu behalten. Also, weil ich sage immer, wir waren ja vorher auch nicht befreundet. Das ist zumindest meistens so. Warum sollen wir danach befreundet sein? Auch wenn das oft ja, schmerzhaft ist oder schwierig ist oder konfliktbehaftet ist mir das eigentlich immer ganz wichtig, da irgendwie wieder auf so einen freundschaftlichen Zweig zu kommen. Und das muss schon, also da muss schon irgendwie eine größere Verbindung sein, dass ich das überhaupt möchte. Ansonsten ist das für mich dann auch einfach durch. Unser Fazit. Liebeskummer ist und bleibt ein Arschloch. Er fühlt sich an wie ein nicht enden wollender Arthouse-Film, aber auch der ist irgendwann vorbei. Damit es wieder bergauf gehen kann, sehen wir uns in 3 Wochen wieder zum Thema Flirten. Macht's gut. Bis dann.